Und Ralf, was macht das Feuer? Braucht noch ein bisschen. Das ist das nächste Steak. Unsere Steaks da oben. Ja. Machen wir im Herbst. Habe ich schon ausgemacht, kriege ich vom Bauern. Ordentlich ein fettes Steak und dann machen wir richtig geil Steakgrillen hier nochmal. Müssen wir noch ein wenig was auflegen, dass wir hier ein schönes Glutbett haben. Habe ich natürlich einen kleinen Fehler gemacht, ne? Weil wie ein echter Koch muss man sich die Haare zusammenbinden. Geht das sonst gar nicht. So, außerdem nennen wir das Ganze heute Samurai Cooking. Die geilen Zwiebeln, Knoblauch. So, und jetzt kommt der Trick 17. Wenn ihr jetzt Zwiebeln habt, der Schinken hat schon recht viel Salz, da brauchen wir bloß eine Prise. Nur ein bisschen, aber Zucker. Zucker, was fragt ihr euch jetzt? Das karamellisiert jetzt schön mit den Zwiebeln und nimmt ihnen ein bisschen so das Penetrante. Ja? Ja, schau dir das an. Ey, ich brauche nicht mehr zum Wechseln danach, ne? Du brennst ja schon die Haare weg, ne? Ich riech's schon dauernd. Jetzt brauchen wir Bier. Au! Gute Idee. Mit einem guten Bier, ne, wird das Ganze. Ein Schluck fürs Essen, 5 Schluck für den Koch, ne? Tomaten aus der Dose. So, die geben jetzt aber eine schöne Säure ab, ne? Ach, deswegen hast du auch den Zucker im Kontrast dazu. Und dann brauchen wir natürlich die Bohnen. Wollte ich ja mal. Ohne die Bohnen geht gar nichts. Oh mein Gott. Ich habe ein bisschen Angst um meine Hosen. Eine schöne Barbecue-Sauce. Und weil es im Angebot war, gleich 2. Oh, Thymian, ne? Thymian. Schön. Die liebe ich ja. Das ist aus meinem Garten. Nur die besten Zutaten aus Ralfs Garten. Daheim, wenn ich das mache, dann würde ich die abseihen, ne? Weil so viel Stärke in dem Wasser drin ist. Aber hier ist es genau das, was wir heute wollen. Ein wenig rustikale Pampfigkeit. Dann habe ich noch Weiße auch noch. Ne? Ja. Und so. Da ist das. Und das Ganze muss jetzt sanft köcheln. Und dazu stellen wir den Topf jetzt ein wenig woanders hin. Der Ralf hat so eine scheiß Hitze gemacht. Wir mussten den Topf komplett entfernen aus dem Feuer. Jetzt steht er gut, bisschen Kohle ringsrum, kann ein bisschen vor sich hin köcheln. Da, deine Rettung naht. Deine Rettung naht. Du bist halt der Kumpel. Ein schick kalt ist es. Oh, herrlich. Wunderbar. Was haben wir denn, Alex? Ein schönes Äxle vom Humdorfer. Das ist bei uns fränkische Heimat. Das war da hinten nass, lass es mal aufmachen. Und ist eine wenig Rarität. Ne? Hat uns der Oki spendiert. Danke, Oki. Der Oki. Für dieses wunderschöne Äxle. Der Oki. Gaudi Sau. Prost.
Den lassen wir jetzt runter, den Deckel, aber jetzt können wir das dann schön eindicken lassen. Warum nehmen wir keine gleich gehäckselte Tomaten? Warum? Warum? Na, ihr da draußen? Weil die ganzen Tomaten in der Dose sind die qualitativ am besten. In der nächsten Stufe werden die weniger guten gehäckselt und die schlechtesten Tomaten werden püriert. Und deswegen nehmen wir immer ganzen Tomaten und tun sie selber klein machen. Wie die Braut zum Altar tragen. Ja, aber voll. Weil wir machen es nämlich jetzt nicht einfach, ne? Wir machen jetzt das Ganze über Kerntemperatur, das versuchen wir jetzt zumindest. Versuchen wir jetzt da das in diesen Taschinentopf so reinzubauen, dass das langsam Kerntemperatur erreicht. Das ist eigentlich nicht möglich, aber genau deshalb machen wir es. Ach, das wird so oder so schmecken. So, das ist geräuchertes Paprikapulver, das ist gar nicht so leicht zu kriegen. Wenn ihr die Chance mal habt, geräuchertes Paprikapulver, saugeil. Ja, das gibt einfach genau diesen schönen Rauchgeschmack, den man von normalen Paprikapulver eben oft nicht hat. Peppt jedes Gericht einfach auf in die nächsten Level. Deswegen machen wir da irgendwas rein. Jetzt wollte ich gerade sagen, ist nicht billig. Also aufpassen. Das ist gleich die Glut geschüttet. Aber das ist es wert. Ja, das ist es wert, glaubt mir das. So. Frischer fränkischer Spargel. Ralf? Ja, schau dir Das ist doch eine geile Geschichte, oder? Ja. Ja, da hinten ist ja dann immer ein bisschen holzig oder sowas. Ne? Und wenn man dann hier bricht, dann erwischt man genau die Stelle, ab wann er holzig wird, sage ich jetzt mal. Ne? Also deswegen bricht man einfach so gefühlsmäßig da hinten ab. Genau die richtige Stelle. So, dann brauchen wir ein bisschen Olivenöl. Nur ein bisschen. Das machen wir jetzt hier ganz grob. Ja, das ist ja ein wenig einreiben mit der Hand. Ganz sinnlich. Schau bei Sonnenuntergang. Aber müssen wir aufpassen, dass uns YouTube das nicht sperrt wegen pornografischem Inhalt. Das Beste wird jetzt ewig, kriege ich meine Hände wieder sauber hier. Schau ich Die darfst du dann an meinem Bauch abwischen. Du hast so viele Haare, das Öl hast du dann tagelang drauf. So, passt, schaut. So, reiben es ein bisschen. So, und schon ist eigentlich fertig, ne? Und falls ihr euch fragt, was mit unserem Steak ist, das ruht hier jetzt. Ja, wir haben es versucht, so gut wie es geht, Kerntemperatur zu kriegen. Das werden wir jetzt mal schauen, ob wir das geschafft haben. Wird dann scharf angebraten nochmal. Leck ist das heiß, Leute. Und da verbrennst du die Finger. Ich freue mich jetzt auf das Steak, wenn wir das jetzt nochmal so richtig kurz, richtig mal Feuer geben noch. Da spalten sich jetzt die Geister, ich weiß. Aber wir machen das so. Ganz kurzes Olivenöl. Das ist, wie ich vorhin dem Ralf schon erzählt habe, das ist so ein bisschen wie sanftes Einreiben des Rückens, ne? Als Vorspiel quasi. Da muss man auch ruhig ein wenig zärtlich sein. Das gibt einfach dann, das gibt nochmal das macht nochmal das beim Feuer dann. Und wir salzen vorher. Auch hier teilen sich die Geister, scheiden sich die Geister heißt. Aber wir salzen vorher. Warum? Weil das Salz jetzt dann hier richtig schön einbrennt mit dem Steak. Und wenn ihr so ein Batzen Fleisch habt, seid ruhig großzügig mit dem Salz. So muss das aussehen. Ich mag das ja, wenn das Fett dann an dem Fleisch dann auch mit dem Salz dann so aufpackt. Pfeffer dagegen lassen wir weg. Weil der wird bitter, wenn er verbrennt. Nachpfeffern können wir dann später. Jetzt ist es soweit. Die Hochzeit. Feuer und Fleisch. Und das ist jetzt der große Vorteil an einem Tomahawk Steak. Weil mal ganz ehrlich, der Rest ist einfach nur Show an dem Steak. Ne? Weil das, was man essen kann, das ist da vorne dran. Das zahlst mit. Aber wir wollen zumindest das nutzen, dass man es auch schön anfassen kann. Einen schönen Handle quasi hat hier an der Stelle. So,
scharf. Ein paar Sekunden von jeder Seite. Wie so ein verspätetes Happy Birthday, ne? Alter, schau mal, wie das runterfällt. Das ist butterweich. Ralf, ein Fest. Schaut euch das an. Abgefahren. Oh Mann, hey. Wahnsinn. Ich jetzt erstmal Spargel. Ah, wie geil. Butterweich. Dann Braucht gar keinen Pfeffer mehr. abgefahren. Wahnsinn. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Bohnen. That's live. Was macht ihr noch da? Es tut uns leid, wir würden euch gerne was abgeben, aber ja, nächstes Mal vielleicht. Danke fürs Dabeisein. Servus.